Der Mitternachtszug. Die Bahnhofsuhr schlug Mitternacht, als Lukas den leeren Bahnsteig betrat. Sein Zug hatte Verspätung. Dichter Nebel lag in der Luft, kroch um seine Beine wie klamme Finger. Ein kalter Windstoß jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Dann tauchte in der Ferne der Zug auf. Er war uralt, sein schwarzer Eisenrahmen von Rost bedeckt. Die Fenster waren dunkel, doch etwas darin bewegte sich. Die Türen glitten mit einem langsamen, schmerzhaften Quietschen auf. Kein Schaffner, keine Fahrgäste, nur Stille. Lukas zögerte, aber er hatte keine Wahl. Sein Ticket zerknitterte in seiner Faust, als er an Bord ging. Die Türen schlugen hinter ihm zu. Der Zug ruckte nach vorne. Er war nicht mehr allein. Lukas ging den Gang entlang, seine Augen schweiften über die Reihen leerer Sitze. Die Luft war abgestanden, durchzogen von einem seltsamen metallischen Geruch. Nur das monotone Rattern des Zuges auf den Schienen war zu hören. Dann hörte er es. Ein Flüstern. Leise. Entfernt. Er drehte sich abrupt um, aber da war niemand. Die Sitzreihen erstreckten sich endlos hinter ihm, Schatten tanzten unter den flackernden Deckenlichtern. Er holte tief Luft und ging weiter, in der Hoffnung, einen anderen Passagier zu finden, jemanden, der diese unheimliche Leere erklären konnte. Aber jeder Waggon war gleich. Verlassen, bis er den letzten erreichte. Ganz hinten saß eine einzelne Gestalt, regungslos. Eine Kapuze verhüllte ihr Gesicht, die Hände lagen leblos im Schoß. Lukas spürte, wie sich sein Hals zuschnürte, als er vorsichtig näher trat. »Entschuldigung, wissen Sie, wohin dieser Zug fährt?« Die Gestalt reagierte nicht. Stattdessen kehrte das Flüstern zurück. Näher nun, schlängelte sich durch die Luft wie ein fremder Atemzug. Lukas schluckte. Die Kapuze hob sich langsam. Das Gesicht darunter war nicht da. Lukas stolperte zurück. Sein Herz raste. Das Ding in der Kapuze bewegte sich nicht, seine leere Visage auf ihn gerichtet. Er wirbelte herum und rannte los, klammerte sich an die kalten Metallwände des Zuges, als er durch die Waggons stolperte. Doch der Zug hatte sich verändert. Die Fenster zeigten nicht mehr die Außenwelt, nur einen wirbelnden Abgrund aus Schwärze. Die Lichter flackerten und warfen groteske Schatten an die Wände. Die flüsternden Stimmen wurden lauter, formten Worte, die er nicht verstand. Er versuchte die Tür. Sie ließ sich nicht öffnen. Verzweifelt hämmerte er dagegen. »Lasst mich raus!« schrie er, doch seine Stimme ging im endlosen Summen des Zuges unter. Dann sprach eine Stimme klar und eisig hinter ihm. »Du kannst nicht gehen, Lukas!« Er drehte sich um. Die Kapuzenfigur war verschwunden. Aber etwas anderes war da. Ein Schatten erhob sich am anderen Ende des Waggons, groß und dürr. Es trug eine Schaffneruniform, aber sein Gesicht war nur ein Schädel. Die hohlen Augen leuchteten mit unnatürlichem Licht. Es trat näher, der alte Boden knarrte unter seinem Gewicht. »Fahrkarte, bitte!« Lukas' Finger zitterten, als er sein Ticket hervorholte und es der Kreatur reichte. Der knöcherne Schaffner inspizierte es mit einer dürren Hand. Dann grinste er ein Grinsen, das viel zu weit reichte, weit über die Grenzen seines Kiefers hinaus. »Du hast bezahlt«, krächzte er. »Jetzt genieß die Fahrt.« Der Zug ruckte. Die Lichter wurden dunkler. Die Flüstern verwandelten sich in Schreie. Lukas drehte sich um und rannte, doch der Gang erstreckte sich endlos. Die Sitze waren nicht mehr leer. Schattenhafte Gestalten füllten sie, ihre leeren Gesichter ihm zugewandt. Sie flüsterten seinen Namen im Chor, ihre Stimmen hohl und uralt. »Lukas, Lukas, Lukas!« Sein Atem stockte, als kalte, geisterhafte Hände seine Arme, seinen Hals, sein Gesicht berührten. Er schlug nach ihnen, doch sie waren wie Nebel. Dann ein stechender Schmerz, ein brennendes Gefühl auf seinem Handgelenk. Er blickte hinab. Eine Zahl war auf seiner Haut erschienen, eingebrannt wie ein Mal. Passagier 1123. Und mit einem Schlag verstand er. Er war nicht nur in diesem Zug. Er war jetzt ein Teil von ihm. Der skelettierte Schaffner trat näher, sein Grinsen noch breiter. Der Zug beschleunigte, die Außenwelt verschwand in völliger Dunkelheit. Lukas stieß einen letzten Schrei aus, als die Stimmen ihn verschlangen und in die endlose Fahrt rissen. Und dann hielt der Zug an der nächsten Station. Die Türen glitten mit einem langsamen, schmerzhaften Quietschen auf. Ein neuer Passagier stieg ein. Lukas versuchte, ihn zu warnen, doch kein Laut kam aus seiner Kehle. Seine Stimme war fort.
Er hob die Hände, sie begannen zu verblassen, wurden durchsichtig wie Rauch. Der neue Fahrgast, ahnungslos über den bevorstehenden Albtraum, trat zögernd ein. Die Türen schlugen hinter ihm zu. Sein Gesichtsausdruck wechselte von Neugier zu Angst. Lukas sah hilflos zu, wie der junge Mann den Gang entlang ging, während seine eigene Gestalt sich in die Schatten verwandelte, die er zuvor gesehen hatte. Ein Flüstern hallte durch den Waggon. Passagier 1124. Der Zug ruckte und setzte sich wieder in Bewegung, verschwand erneut im Abgrund. Und Lukas wusste nun die Wahrheit. Es gab kein Entkommen.